ein cooles Mountainbike, aber Bremsen quietschen, Knarren und quietschen. Typisch verglaste Bremsscheiben. So, die Frage ist, wie bauen wir die aus und machen die wieder fit, so dass es eben nicht mehr quietscht. Vorne quietscht es und hinten. Hinten fast noch schlimmer. So, okay. So, einfach diesen Splint hier rausziehen und das auf der Rückseite etwas zusammendrücken. Braucht man nicht, geht schon. Mit einem dünnen Schraubenzieher abheben. Da ist der Splint draußen, den wir sorgfältig erstmal hier hinlegen. Und dann ziehen wir hier die Bremsscheibe raus, indem wir erstmal diese Verklemmung beseitigen hier. So, etwas dran ziehen. So, das ist die kalte Klammer, die ziehen wir raus. Die muss natürlich auch erstmal schön ihren Platz finden. Und im nächsten Schritt können wir die Bremsscheiben hier raus hebeln. Na. Eine Bremsscheibe, ja, man sieht auch sehr deutlich, die ist verglast, ja, die schimmert hier sehr glänzend, hat auch ein paar Riefen, muss also einmal plan geschliffen werden. Und die zweite ebenso. So, und die zweite Bremsscheibe wird jetzt hier herausgehebelt. Durch dieses Loch hier kann man die ganz gut packen. Und zack, da ist sie schon. Auch hier wieder gleiches Bild, verglaste Bremsbelag, der jetzt plan und rau geschliffen wird. Stopp. Das Schleifpapier wird hier relativ glatt an dieser Unterlage gespannt und der Klotz hier mit 180er Schleifpapier gerade hin und her bewegt, sodass wir einen gleichmäßigen Abrieb haben. Trotz der Riefen, die hier drin sind, denke ich, wird es funktionieren. Wir probieren das gleich und werden sehen, ob wir dann mit diesen Belägen noch weiter gut fahren und bremsen können. Der Vergleich zeigt, hier ist es hell und auch angeraut, hier ist es glasig und dunkel. Da ist scheinbar irgendwann mal Fett drauf gekommen. Das wird sich aber schnell ändern, indem wir jetzt das hier einfach mal kurz anrauen, glatt anrauen und relativ schnell wird das wieder ein gut bremsender Bremsklotz. So, wir drehen das noch mal ein bisschen, damit es hier wieder frisch Reibefläche hat. Und machen den zweiten auch sehr schön. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Hier wird der erste Bremsklotz hineingeschoben. Da wird der zweite hineingeschoben. Und zum Schluss die Klammer eingesetzt.